Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem wir uns im letzten Video mit der Wahrnehmung von Krieg im Mittelalter beschäftigt haben, dachte ich mir, bevor ich zu den Preußenreisen komme, sollten wir uns dieses Thema Krieg im Mittelalter nochmal etwas genauer angucken, denn es geht weit mehr über das hinaus, was im letzten Video gesagt worden ist. Wie ja bereits im letzten Video erwähnt, lag das Recht, Krieg zu führen, nicht in den Händen einer staatlichen Gewalt, sondern in den Händen einer ganzen sozialen Gruppe, nämlich der Könige und Fürsten. Der Krieg wurde so nicht nur als Mittel betrachtet, gegen Landesfeinde vorzugehen, sondern auch als eine Art letztes Rechtsmittel. Hierzu muss aber gesagt werden, dass Krieg im Mittelalter ein recht ungenau umrissenes Wort war und meist mit Fehde oder Feindschaft in Verbindung stand. Krieg selbst steht für größere militärische Unternehmungen, ohne dass unbedingt eine Fehde geführt werden musste, in der der bewaffnete Konflikt eben als ein Rechtsmittel zur Verfügung stand. Wichtig ist hierbei trotzdem, die Fehde zu betrachten, weil die Mittel, die in der Fehde sowie im Krieg angewendet wurden, weitgehend identisch waren. So wird die Fehde von Elmar-Walde in die Delegitimierung der Fehde als eine bestimmte Erscheinungsform des Krieges gesehen. Wichtig hierbei ist allerdings, dass das Mittel der Fehde erst nach Ausschöpfung aller gewaltlosen Rechtswege genutzt werden durfte und dann auch nur unter strengen Regeln. Außerdem muss erwähnt werden, dass die Fehde unter den sozialen Gruppen unterschieden werden muss. So sind zwar Blutrache, Bauernfehde, ritterliche Fehde und Krieg selber unterschiedliche Formen der Gewaltausübung, haben aber doch, so Elmar-Walde, eine Gemeinsamkeit, nämlich ihre Eigenmächtigkeit. Auf diese Weise entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Fehde und allen anderen Verfahren zur Wiederherstellung des Rechts, besonders zu gerichtlichen und anderen friedlichen Lösungsmöglichkeiten. Hier werden jedes Mal Dritte hinzugezogen, die die Möglichkeit haben, auf ihre Weise zur Lösung des Konflikts beizutragen. Die Lösung konnte dadurch erreicht werden, dass ein Vermittler oder Schiedsgericht von beiden Parteien bestimmt wurde. Und an dieser Stelle wird das Ganze ein wenig absurd, denn bleiben wir beim Beispiel, ein Schiedsgericht oder ein Vermittler wurde bestellt. Sollte sich nach einem Schiedsspruch allerdings eine der beiden Parteien immer noch als benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen, konnte sie die Fehde erklären. Das geschah, wie schon erwähnt, nach bestimmten Regeln. Zum Beispiel musste ein Fehdebrief überbracht werden, in dem der Gegenseite mitgeteilt wurde, dass bis zur Anerkennung des eigenen Rechtsstandpunktes man dem Gegner Schaden zufügen würde. Das war quasi eine rechtliche Absicherung und der berühmte Fehdehandschuh aus Hollywood bleibt in Hollywood. Der wichtigste Punkt für die Führung einer Fehde war das Vorhandensein eines gesetzmäßigen Grundes, um so eine rechte Fehde führen zu können. Schließlich war, wie erwähnt, das Ziel der Fehde ja die Wiederherstellung des gekränkten Rechts. War ein solcher Grund nicht vorhanden, führte man eine mutwillige Fehde. Jetzt muss man an dieser Stelle allerdings auch sagen, die fehdeerklärende Partei sah sich ja im Recht, was dazu führte, dass für sie der Grund durchaus rechtmäßig war. Und deswegen ist dieser Begriff der rechten Fehde und auch des gesetzmäßigen Grundes eher mit Vorsicht zu betrachten. Es kommt eben immer auf die Position an, auf der man in so einer Situation selber steht. Wichtig hierbei ist auch das Wort mutwillig oder Mutwille. Damit bezeichnete man im Mittelalter alle Vorgänge, die bewusst ausgeführt wurden, ohne dass sie durch Notwehr, Rache oder Affekt entschuldigt werden konnten. So wurde auch im Falle der Fehdeerklärung häufig der Vorwurf erhoben, dass der rechtliche Grund nur vorgeschoben würde, um eben Raub und Brand, die Hauptmittel der Fehde, zum eigenen materiellen Vorteil anwenden zu können. Mit Raub und Brand beschäftigen wir uns später noch. Diesen Vorwurf des Mutwilligen findet man am häufigsten in Fehden zwischen Herrschern und Untertanen. Denn, so Otto Brunner in Land und Herrschaft, der Herrscher wird nur im äußersten Notfall zugeben, dass er Unrecht getan habe. Er sucht, den zur Fehde greifenden Untertanen zum Rechtsbrecher, zum Räuber zu stempeln und ihn strafrechtlich zu verfolgen. Diese Auseinandersetzungen konnten jetzt unterschiedlichste Formen annehmen. Besonders die Rechtslage konnte unter Umständen schwierig zu durchschauen und zu verstehen sein. Als Beispiel für eine Situation habe ich hier was aus dem Spätmittelalter. Um 1460 begann ein gewisser Gamaret Frohnauer gegen Kaiser Friedrich III. Eine Fehde, die dann zum Ursprung der Kämpfe zwischen Friedrich und seinem Bruder Erzherzog Albrecht VI. Wurde. Gerhard, der Bruder Gamarets, war Pfleger des kaiserlichen Besitzes Ort im Marchfeld. Als Gerhard 1458 fiel, wurde Gamaret sein Erbe. In den Unterlagen des Toten fand sich ein kaiserliches Mandat, das den Untertanen der Herrschaft Ort befahl, sich den Befehlen Gerhard Frohnauers zu unterwerfen, weil dieser die Herrschaft vom Kaiser gekauft habe.
Es fand sich zwar kein Kaufbrief, aber Gamareth betrachtete sich dennoch als Erbe. Allerdings forderte der Kaiser die Herrschaft mit der Begründung zurück, dass sie nie verkauft worden sei und das Mandat nur angefertigt, um die Herrschaft vor einem Angriff König Ladislaus Postumus von Böhmen und Ungarn zu schützen. Was diesen Rechtsstreit dann schließlich zu einem großen Problem machte, war die Tatsache, dass sich beide Seiten nicht auf das zuständige Gericht einigen konnten. Für Frohnauer war das Landgericht zuständig, in welchem seine Standesgenossen die Richter gestellt hätten, während Friedrich III. Forderte, die Frage vor dem Hofgericht zu verhandeln, wo er die Richter nach seiner eigenen Wahl hätte bestimmen können. Wenn es nun um Frohnauers Erbe gegangen wäre, dann wäre durchaus das Landgericht zuständig gewesen. Wenn das Streitobjekt aber eine Herrschaft Friedrichs III. Gewesen war, dann wäre das Hofgericht zuständig. In diesem Fall wäre der Ausgang des Verfahrens natürlich völlig klar gewesen. Eine Einigung über den Richter kam nicht zustande, obwohl Frohnauer bereit gewesen war, sich einem Schiedsgericht zu unterwerfen, welches beide Seiten gemeinsam hätten bestellen müssen. Gegen das Urteil des Hofgerichtes wehrte sich Frohnauer durch eine Fehdeerklärung. An diesem Beispiel sieht man jetzt auch sehr schön, dass, wenn man den Quellen so trauen darf, wirklich der Rechtsweg beschritten wurde, bis es einfach nicht mehr weiterging und dass beide Seiten eine unterschiedliche Auffassung des Rechts hatten. Viel gefährlicher konnte eine Fehde aber werden, wenn sie in ein anderes Land eindrang, in dem völlig andere Fehderegeln zu befolgen waren. Der Absagende, also derjenige, der die Fehde erklärte, wurde somit nicht nur zum Feind seines Fehdegegners, sondern auch Feind des Landes, in welches er als Fehdeführender, also als Friedensbrecher einfiel. Während Adlige in solchen Fällen noch geschont wurden, wurden die Helfer, meistens angeworbene Söldner, ohne Pardon bekämpft und auch vernichtet. Hier sei nochmal kurz auf die gemeinsame ritterliche Lebensweise und Moral der Adligen hingewiesen, auf die ich schon im letzten Video zu sprechen kam. Das verband die Adligen und Ritter miteinander und man betrachtete sich als gleichwertig. Zusätzlich gab es natürlich auch die Möglichkeit, für gefangene Ritter und andere Adlige von ihren Familien Lösegeld einzufordern, während man für Söldner selbiges wirklich nicht erwarten konnte. Das Ziel des Kampfes unter Rittern war also auch nicht unbedingt die Tötung seines Feindes, sondern die Gefangennahme, womit sich die erwähnte Hoffnung auf Lösegeld verband, so Rainer Bach in Der Ritterschaft in Ehren. Zwischen dem Feind, der von außen ein Land angreift, und einem Rechtsbrecher im Innern kann man allerdings keinen Unterschied erkennen, denn beide brechen durch ihr gewaltsames Vorgehen den Frieden. Solange sich beide Fehdegegner in einer bewaffneten Auseinandersetzung befanden, war an sich keine höhere Instanz in der Lage, Frieden zu stiften. Es bestand natürlich immer die Möglichkeit, dass weit höher gestellte Adlige sich in eine Fehde einmischten, um für Frieden zu sorgen. Allerdings meist auch erst dann, wenn sie selber mit betroffen waren. Erst der endgültige Sieger einer Fehde war dazu in der Lage, ein rechtskräftiges Urteil über seinen Gegner zu fällen und ihn so zu einem mutwilligen Friedensbrecher zu erklären. Dieses Urteil, laut Otto Brunner, dürfte dann in erster Linie auch den Unterlegenen getroffen haben, woraus man schließen kann, dass die Fehde nur dann als letztes Rechtsmittel angewendet wurde, wenn ein Sieg sicher war. Trotzdem war man vor dem Vorwurf der mutwilligen Fehde auch als Angegriffener in einer Fehde nicht gefeit, wenn man durch das eigene Verhalten die Fehde heraufbeschwor. Aber auch der Sieg bedeutete nicht die sofortige Anerkennung des Rechtsstandpunktes des Siegers, vor allem dann nicht, wenn die Fehdefähigkeit seines Gegenübers nicht klar feststand. So wurde beispielsweise der Äbtissin des Klosters Sonnenburg bestätigt, dass sie durch Raub und Brand von Kunz dem Stuck zu einer Übereinkunft nach seinem Willen gezwungen worden war. Das Recht, welches zur Fehde befähigt, ist mit neuzeitlichem Recht nicht vergleichbar. Deshalb war es im Mittelalter auch möglich, dem Herrscher die Fehde zu erklären. In diesem Zusammenhang wurde dann oft auf das Jus divinum et naturae hingewiesen, also das Recht Gottes und der Natur. Alles, was diesen Rechtsformen nicht entsprach, konnte nicht Recht sein, auch wenn es alte Gewohnheit oder Gebot des Herrschers ist, so Otto Brunner in Land und Herrschaft. Neben dem Recht zur Fehde beschreibt Brunner auch, dass man im Mittelalter unter bestimmten Bedingungen allerdings auch zur Fehde verpflichtet war. Falls man sein Recht nicht vor Gericht oder einem privat bestellten Schiedsgericht durchsetzen konnte, konnte man mit seinem Recht auch seine Ehre verlieren.
Malte Prietzel schreibt dazu in Kriegführung im Mittelalter, dass die Stellung des einzelnen Adligen in der Gesellschaft auf seiner Ehre beruhte. Der Begriff der Ehre, wie ja schon einmal gesagt, beschrieb im Mittelalter anders als heute kein inneres Gefühl, sondern war eine sichtbare Tatsache. Ehre wurde daran gemessen, welche Ämter ein Adliger innehatte oder wen er heiraten konnte. Ehrverlust bedeutete also auch gleichzeitig einen Verlust an Ansehen. Rechtsanspruch und Ehre fielen im Mittelalter, so auch Brunner, in eins. Und so verlor zum Beispiel auch in Hartmann von Aues-Iwein selbst die Frau, die um ihr Erbrecht zu kommen drohte, weil sich niemand an ihrer Stadt zum gerichtlichen Zweikampf stellen will, ihre Ehre. Ein solcher Ehrverlust wäre für einen waffenfähigen Mann nun eben nicht hinnehmbar gewesen. Zusätzlich entstand eine Pflicht zur Fehde auch aus Verpflichtungen, welche man gegenüber Dritten eingegangen war. So drehten sich die großen Fehden österreichischer und steirischer Adliger gegen Friedrich III. Im 15. Jahrhundert um unbezahlte Finanz- und Soldgeschäfte. Die adligen Söldnerführer und Finanzleute hatten sich das benötigte Geld wiederum selber durch Anleihen oder Bürgschaften beschafft und waren nun gezwungen, ihre Schulden zurückzuzahlen, obwohl sie von ihrem Herrscher, also Friedrich III., kein Geld für die geleisteten Dienste erhalten hatten. Kanzler Kaspar Schick war für Hubmeister Ulrich von Etzing beispielsweise Bürge für 20.000 Florin gewesen, hatte aber 2 Jahre nach dem Rückzahlungstermin trotz mehrfacher Mahnung noch nichts erreicht. Ulrich von Etzing griff daraufhin zur Fehde, um seine Forderungen durchzusetzen und war damit letztlich erfolgreich. Vorbedingung für eine rechte Fehde war, wie wir ja schon gehört haben, die vorherige Klage. Nur wenn der Weg über das Gericht erfolglos blieb, was wir auch schon gehört haben, war es erlaubt, die Fehde als letzten Rechtsweg zu nutzen. Die Fehde als eine spezielle Form des Krieges ist also nicht einfach eine wahllose Gewaltanwendung zur Erlangung eines Vorteils, sondern eine durchaus legitime Form der Urteilsfindung und Konfliktlösung gewesen, die sich allerdings durch ihre Eigenmächtigkeit ausgezeichnet hat. Trotzdem waren Adlige immer noch an das Fehderecht gebunden und konnten nicht einfach wahllos gegen jeden die Fehde erklären. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Heute ging es mal mehr um Erinnerungskultur und weniger um Ereignisgeschichte, aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.